Grüß Gott, ich heiße Sie herzlich willkommen hier in Magdala am Freitagabend für unseren Abendspaziergang, die jetzt gewöhnlich geworden ist und eine fast Selbstverständlichkeit. Wir haben mit dem Wind zu kämpfen, deswegen werde ich auch etwas für Sie anbieten innerhalb dem Lobby von neuen Gästehaus, die archäologisch auch sehr interessant ist. Und inzwischen genießen wir ein bisschen der Natur und des Sonnenuntergangs. So lasse mich jetzt Sie hier herumführen. Und sehen Sie die Sonne, die hier in Magdala runtergeht. Jetzt auf einmal ist es ein bisschen weniger windig geworden. Wir haben auch einen Blick auf den See von Genezareth. Das ist unbedingt nötig. Hier sehen Sie vor diesen wunderschönen Blau von See von Genezareth und den Golan. Es sind auch wunderschöne Blumen jetzt gekommen auf diese Bäume. Vielleicht ich kann Ihnen das zeigen, weil es eine Frage der Beleuchtung. Aber ich habe es erst heute bemerkt, es wird viel mehr werden. Und verzeihen Sie mir, dass ich habe jetzt die Namen nicht auf die Zunge, aber die sind sehr schöne Blumen. Ich hebe die Kamera hoch, damit Sie das sehen können. Und da sind wir jetzt. Und diesen Baum wird total rot werden. In ein paar Wochen. Wo ist das gegangen jetzt? Da sind wir. Normalerweise halte ich die Kamera nicht über meinen Kopf. Aber ich möchte gerne diesen Genuss geben, diesen Blumen zu sehen. Und hier haben wir den Berg Arbel. Und jetzt machen wir unseren kleinen Spaziergang. Ich bringe Sie im Lobby von Gästehaus hinein. Die Abendlicht ist immer herrlich. Ich muss nur mein Schriftbuch vom Boden hier heben. Haben Sie mit mir Geduld. Ich werde Bezug auf diese Gebäude nehmen bei der Archäologie, weil unter diesen Gebäuden haben wir eine sehr interessante Struktur gefunden. Und das will ich Ihnen nachher jetzt zeigen. Dann sagen Sie Ade zur See von Genezareth für heute. Vielleicht wir kommen zurück, aber ich glaube nicht, eher nicht. Und jetzt gehen wir hier, die Sonne ist fast jetzt ganz unten. Ein andermal muss ich Ihnen diese Strukturen hier zeigen, in mehreren Details. Hier haben wir die Klippen von Berg Arbel. Ich gehe lieber auf dieser Seite jetzt, um die Sonne ein bisschen mehr zu erwischen. Vor 5 oder 7 Minuten war das viel stärker Wind. Das ist kein Kamin, das ist eine Säule
die extra konzipiert wurde. Mit den anderen sind zwei, um die Keramik vom 1. Jahrhundert zu zeigen. Aber das erklären wir dann in einem anderen Anlass. Hier haben wir ganz schönen Garten mit einer Menge von Blumen, verschiedene Arten. Sind sehr schön. Wir beten, dass bald die Pilger zurückkehren können. Und jetzt, ich bringe Sie hinein in den Lobby. Und dann sprechen wir hier ein bisschen weiter in Ruhe, ohne das Problem mit dem Wind. Ein bisschen Geduld hier mit mir jetzt. Jetzt ist das viel ruhiger und angenehmer. So, ich denke, von dieser Ecke wird es besser, weil das Licht kommt uns besser zu Hilfe. Und hier sind wir in dem Lobby von Gästehaus, ein kleiner Blick herum. Hier gibt es ein Café und ein Bar und hier ist der Eingang. Und dann hier ist Rezeption. Und dann oben haben wir momentan das Restaurant. Das wird wahrscheinlich auch bleiben auf Dauer, aber es ist nicht ausreichend für das Haus. Das war ein Provisorium wegen diesen großen Strukturierungen, die wir vorher gezeigt haben, da hinten. Das wird das Restaurant werden mit einem zweiten Stockwerk, so Gott will, aber das braucht noch ein bisschen Zeit. Und vielleicht Sie können hier oben sehen, auf dem zweiten Stockwerk gibt es einen Namen in Weiß. Es heißt Taricher, geschrieben da auf die linke von Mittenseite der Oberteil des Schirms. Und Taricher ist das griechische Name für Magdala. Zur Zeit Jesu in dem 1. Jahrhundert. Und zwar hat Magdala 3 Namen und die sind alle von der Fischindustrie hergeleitet. Die sind Magdala, das war auf Hebräisch Migdal Nun, das heißt Fischturm. Dann ist der zweite auf Aramäisch, das ist eine Variante von dem, akustisch und schriftlich. Und dann ist das griechische Taricher, was heißt auch Fischvorbereitungsort, das vielerlei Weise geschehen könnte. Dann, ich möchte Ihnen diesen Teil jetzt erklären. Hier haben wir die Archäologie hineingebracht im Lobby. Und aus mehreren Gründen. Zuerst einmal, wenn wir das in der anderen Stelle gehalten hätten, hat es eine Menge gekostet, das Restaurant dort zu bauen und die Archäologie zu schützen. Wir mussten das Restaurant höher halten. Und dann zweitens hätten wir dabei auch Höhe verloren und ein zweites Stockwerk wäre unmöglich, wegen der Begrenzung von Bauhöhe. Und dann diese Lösung ist gekommen und eigentlich ist das ursprünglich viel größer. Das ist etwa 8 Meter Diameter. Und hier, ursprünglich war es 13 und hier haben wir so diese Größe von dem weißen Flur umherum, geben wir die Größe von diesen Behälter. Dann können Sie das gut verstehen, wie groß das war. Es ist eine Riesenstruktur. Und hier ist es nachgebaut auf kleinere Fassung und da sehen Sie das Originalteil mit dem Loch. Und wegen dem Coronavirus ist das jetzt trockengelegt. Aber normalerweise ist es voll Wasser und das Wasser fließt durch diesem Loch. Wir können da drüber gehen, um das besser anzuschauen. Und dann ist das das erste Mal in 2000 Jahren, dass das Wasser hier durchgeflossen ist. Dies wurde gebaut durch einen von den größten Steinbauern der Welt, sehr bekannt, hat große Arbeiten gemacht und hat diese Arbeit hier gemacht für uns in Magdala. Und die Behörden hier, die archäologischen Behörden, sind sehr glücklich und das Wasser kommt hier raus. Und das dann ist auch verbunden mit dem Blick, mit dem ganzen Wassersystem hier im Garten zwischen die 2 Flügel, die Nord- und Südflügel des Gästehauses.
Und jetzt, wir haben die Sache gezeigt, aber nicht erklärt. Ein bisschen erklärt von Geschichte her. Und laut der Theorie ist das mit der Fischindustrie bezogen. Und eine Theorie lautet, dass diese Struktur diente als Behälter für die Fische, die natürlich lebendig gehalten werden mussten wegen dem Klima, bis dann sie verarbeitet wurden auf vielerlei Weise. Salzarbeit, vielleicht mit Rauch oder getrocknet. Oder Garum. Garum ist eine Soße, die in dem Römischen Reich sehr, sehr bekannt war. Und da können wir den See von Genezareth auch von hier aus sehen. Und dann, diese Garum-Soße wurde in große Behälter in die Schiffe überall herum in dem Römischen Reich. Und Fisch von Magdala, laut 5 antiken Autoren, ist in Rom verkauft. Man sagt auch, dass Pompei, der General vom römischen Heer, die hier erobert hat, etwa zwischen 76 Jahren vor Christus, der hat auch die Fisch hier sehr genossen. Ich nehme an, dass das war schon vielleicht früher noch in Rom, aber bestimmt dann nach diesem Zeitpunkt war das ein Genuss, das die Römer hatten müssen haben. Sorry, Entschuldigung. Gut, dann, was ist passiert? Dann die Fischer haben vielleicht einen großen Fang gehabt, die sind gekommen, die haben ihren Fisch hier verkauft, es wurde bezahlt, sie hatten es gewogen oder gezählt und dann das wird dem Fischer ausbezahlt und dann die Familien, die hier in Magdala die Fisch verarbeitet haben für den Verkauf nach Rom, haben dann die Fisch von hier heraus gekauft, verarbeitet und dann weiterverkauft an die Händler, die das nach Rom gebracht hätten. So, das ist die Geschichte von diesem Stück Archeologie und das bringt dem See Genezareth und die Fischindustrie wieder zu leben. Und mit dem Namen von Restaurant Tarichea haben wir das alte Namen von Magdala wieder lebendig gemacht, so wie auch das ganze Ort hier Magdala, die vor 2000 Jahren dann als eine wichtige Stadt in Ostgaliläa gewesen ist. Jetzt, ich habe eine kleine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie lange wir sind jetzt dabei. Ich muss zeigen, die sehr schön sind. Aber ich habe ein Schriftwort aus dem Evangelium für den Himmelfahrt Christi. Wir sind jetzt in diesem Moment eigentlich im Heiligen Land. Haben wir das gestern gefeiert. Himmelfahrtsdonnerstag, wie das immer traditionell gemacht worden ist. In vielerlei Ländern ist das auf Sonntag verlegt, nehme ich an, auch in Deutschland. Dass dieser Sonntag wird dem Himmelfahrt Christi im Augen genommen und meditiert, betrachtet. Und dann heißt es im Evangelium von Matthäus, was wir in alle Eucharistiefeiern lesen, ganz die Welt herum, steht in jener Zeit, in dem Matthäus-Evangelium, am Ende des Matthäus-Evangeliums, in jener Zeit gingen die 11 Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht sie, alle Menschen, zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das ist ein großartiges Mutwort. Und das letzte Satz, ich bin bei euch aller Tagen, erinnert uns an die Worte in Berg Sinai zu Mose. Ich bin der ich bin. Ich bin bei euch. Emmanuel, das Wort, das Namen Jesu, besonders an seine Geburt erinnert. Ich bin bei euch. Emmanuel, wie Gott mit uns. Und das ist ein wunderschönes Wort jetzt für unseren Abschied. Was ich machen möchte, ist, ich gehe zum Fenster hier vor dem Eingang.
Vielleicht die kann auch rausgehen. Bea, ¿puede abrir la puerta? Un momento nada más. Estoy haciendo live stream con Alemania. Estamos terminando con una visión aquí del lago, de la luz, nada más de la luz de la tarde. So, jetzt habe ich viel Wind und ich regreso en un minuto si me deja abierto. Nur um Ade zu sagen, habe ich den Berg Arbel noch einmal und das Abendlicht. Ich danke, dass Sie mitgemacht haben. Ich freue mich sehr. Ich wünsche Ihnen viel Segen auf alle Ihre Wegen und bis demnächst. Alles Gute, Gottes Segen.